Herr Peter, nehmen Sie Sarah zur Ehefrau? Ja, ich will. Miss Sarah, nehmen Sie Peter zum Ehemann? Ja, ich will. Herzlichen Glückwunsch! Ab jetzt seid ihr Mann und Frau. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so sehr für dich, mein Schatz. Danke, Mama. Ich bin heute überglücklich. Du siehst aus wie eine Fee. Gott segne dich, meine liebe Schwester. Danke, Clara. Herzlichen Glückwunsch, mein Sohn. Gott segne dich. Glückwunsch, Sarah. Vielen Dank, meine liebe Schwiegermutter. Danke, dass Sie mich akzeptiert haben. Sarah, werden wir für immer bei dir bleiben? Ja, Clara. Ihr seid jetzt alle meine Familie. Wir werden zusammen in meinem Haus wohnen. Was sagt er da? Sie können nicht bei uns bleiben. Es tut mir leid, aber wir können nicht bei euch bleiben. Ich möchte euch keine Last sein. Mama, du musst bei mir bleiben. Du kannst dort nicht allein leben. Nein, mein Schatz. Du bist jetzt verheiratet. Ich werde bald eine Arbeit finden. Ich möchte nicht von dir abhängig sein. Es wird mir gut gehen, Sarah. Auf keinen Fall. Du musst bei uns bleiben. Bitte, das ist meine bescheidene Bitte. Bitte, Mama. Du kannst in deinem Alter nicht mehr arbeiten. Der Arzt hat dir gesagt, dass du auf deine Gesundheit achten sollst. Mama, ich möchte bei meiner Schwester bleiben. Jetzt kannst du nicht mehr Nein sagen. Ich höre nicht auf dich. Na gut, ich bleibe bei euch. Bist du jetzt glücklich? Ja, jetzt sind wir alle glücklich. Danke. Mama, Peter hat geheiratet. Sarah hat ihm das Leben gerettet. Sie hat ihm eine Niere gespendet. Was? Sie haben geheiratet? Wer hat dir das erzählt? Meine Freundin war auf ihrer Hochzeitsfeier. Sarah ist jetzt reich. Sie ist keine Haushälterin mehr. Na und? Das interessiert mich nicht. Was ist los, Mama? Warum bist du so bedrückt? Ist alles in Ordnung? Mein Geschäft läuft schlecht. Meine Umsätze gehen zurück, mein Schatz. Ich muss mehr Geld in meine Firma investieren. Ich bin ratlos. Das darf nicht wahr sein, Mama. Du musst etwas unternehmen. Ich brauche 1 Million Euro. Ich habe nicht viel Geld auf meinem Konto. Mach dir keine Sorgen, Mama. Du kannst einen Kredit bei der Bank beantragen. Ich werde darüber nachdenken. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss etwas tun. Das hier ist auch euer Haus. Euer Zimmer ist dort drüben. Wenn ihr etwas braucht, sagt mir einfach Bescheid. Wir werden zusammen wohnen. Danke, Peter. Gott segne dich, mein Sohn. Peter, können wir kurz reden? Natürlich, Mama. Kannst du kurz in der Küche auf mich warten? Sarah, unser Zimmer ist oben. Du kannst schon hochgehen. Ich komme gleich nach. Okay, mein Schatz. Ich warte auf dich. Mama, was ist los? Ist alles in Ordnung? Ich möchte mit dir über Sarahs Mutter und ihre Schwester sprechen. Wie können sie in unserem Haus wohnen? Ich kann es nicht glauben, Mama. Wie kannst du so etwas sagen? Sarahs Mutter ist schwach. Sie kann in ihrem Alter nicht mehr arbeiten. Sie würden in ihrem alten Haus nicht überleben. Sarah ist ein gutes Mädchen. Sie hat dein Leben gerettet und ich habe sie akzeptiert. Aber ihre Familie kann hier nicht bleiben.
Ich fühle mich unwohl dabei. Peter, du musst darüber nachdenken. Ach Mama. Sie sind gute Menschen. Sie werden hier bei uns bleiben. Punkt. Ich gehe jetzt in mein Zimmer. Ich liebe dieses Zimmer, Mama. Es gibt hier sogar eine Klimaanlage. Ich bin überglücklich, Mama. Ich werde für den Rest meines Lebens hier bleiben. Jetzt ist alles gut. Meine beiden Töchter sind glücklich. Du brauchst nicht mehr zu arbeiten, Mama. Wir müssen uns keine Sorgen mehr um die Miete machen. Du gehörst mir für immer. Danke, dass du in mein Leben gekommen bist. Du bist der Apfel meines Auges. Morgen fahren wir in den Urlaub. Wirklich? Ich bin noch nie verreist. Ich bin im 7. Himmel. Wir fahren in die Flitterwochen. Wir werden eine Menge Spaß haben. Wohin fahren wir? Wohin du willst, meine Liebe. Wohin möchtest du? Ich möchte nach Kanada. Ich will im Schnee spielen. Ich will den wunderschönen See sehen. Gut, wir verbringen unsere Flitterwochen in Kanada. Madame, Sie müssen bald Aktien in Ihr Unternehmen investieren. Uns läuft die Zeit davon. Der Umsatz ist in diesem Monat sehr schlecht. Ich verstehe. Machen Sie sich keine Sorgen, ich werde eine Lösung finden. Sie können jetzt gehen. Oh Gott, hilf mir. Was soll ich jetzt tun? Ich muss meine Firma retten. Ich glaube, Lisa hat recht. Ich muss einen Privatkredit beantragen. Ich habe keine andere Wahl. Du siehst wunderschön aus, meine Schwester. Hab einen schönen Urlaub. Ich werde dich sehr vermissen, meine Liebe. Genieße deinen Urlaub. Danke, Mama. Ich werde dich auch vermissen. Pass auf dich auf, mein Sohn. Hab Spaß. Guten Morgen. Wir möchten bitte einchecken. Natürlich. Darf ich bitte Ihre Pässe und Tickets sehen? Natürlich. Hier bitte. Danke. Also, Sie fliegen nach Kanada? Ja, wir machen unsere Hochzeitsreise. Hier sind Ihre Bordkarten, Pässe und Tickets. Sie werden in einer Stunde am Gate Nummer 42 einsteigen. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Vielen Dank. Ich bin heute so glücklich. Ich fliege nach Kanada. Ich liebe dich so sehr, Peter. Ich liebe dich auch, mein Schatz. Wir werden viel Spaß haben. Ich bin so froh, dich in meinem Leben zu haben, Peter. Ich bin das glücklichste Mädchen der Welt. Ich muss das tun. Ich habe keine andere Wahl. Ich will meine Firma retten. Ich muss einen Privatkredit beantragen. Ich muss mit dem Manager sprechen. Oh Gott, hilf mir. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Ich möchte einen Privatkredit beantragen. Ich möchte Geld in meine Firma investieren. Verstehe. Sie müssen ein paar Formulare ausfüllen. Ich werde Sie bei jedem einzelnen Schritt begleiten. Ich muss mit Sarahs Mutter reden. Sie müssen ausziehen. Sie können nicht ewig hier bleiben. Ich werde nicht auf Peter hören. Er ist ja nicht da. Ich muss sofort mit ihnen reden. Sarahs Mutter kann hier nicht bleiben.
Das ist mein Haus. Sie müssen hier weg. Ich muss dieses Haus ausrauben. Sie sind sehr reich. Entschuldigen Sie? Ich muss mit Ihnen reden. Ja, ich höre. Ist alles in Ordnung? Ja, alles ist in Ordnung. Ich will nur etwas Wichtiges sagen. Keine Bewegung. Ich will Geld. Ich will Gold und Schmuck. Ihr müsst mir alles geben. Wer sind Sie? Bitte legen Sie die Waffe nieder. Ich bin ein Dieb. Ihr seid sehr reich. Gebt mir das Geld, sonst schieße ich. Bitte, schießen Sie nicht. Hören Sie auf. Ich gebe Ihnen Geld, aber Sie müssen die Waffe runternehmen. Du bekommst keinen einzigen Cent. Raus hier. Ich kann mir das Geld selbst nehmen. Ich werde euch jetzt erschießen. Ich werde nicht zulassen, dass du das tust. Du kannst uns nicht verletzen. Schießen Sie nicht. Ich gebe Ihnen das Geld. Wie wagst du es, hierher zu kommen? Du wirst im Gefängnis landen. Binden Sie mich los. Ich wollte niemandem wehtun. Ich wollte nur das Geld stehlen. Bitte, rufen Sie nicht die Polizei. Ich habe die Polizei bereits gerufen. Sie wird gleich hier sein. Meine Mutter ist eine Supermama. Du kannst uns nichts tun. Fahr zur Hölle, Dieb. Endlich bist du gefasst, du Einbrecher. Vielen Dank, Madame, dass Sie uns geholfen haben, ihn zu fassen. Vielen Dank. Sie haben mir das Leben gerettet. Es war mir ein Vergnügen. Sie wollten doch etwas sagen. Das war nicht wichtig. Ruhen Sie sich jetzt aus. Ich gehe in mein Zimmer. Ich habe mich in Sarahs Mutter getäuscht. Sie ist eine gute Frau. Sie dürfen hier bleiben. Sie hat mein Leben gerettet. Sie ist jetzt meine Familie. Sie wird mich beschützen. Ja, ich werde sie nicht hinauswerfen. Ich mag dieses Hotel. Träume ich? Alles ist so schön. Danke für alles, Peter. Du bist der Beste. Du hast mein Leben verändert. Ich liebe dich sehr, Sarah. Wir werden viel Spaß haben. Ich werde dir jedes Glück schenken. Willst du mit deiner Mutter sprechen? Ja, ich vermisse meine Mutter. Wie geht es dir, meine Freundin? Mir geht's gut. Hast du Peters Hochzeit genossen? Ja, sehr. Sarah hat so ein Glück. Sie ist jetzt reich. Sie ist in Kanada. Was? Machst du Witze? Wie ist das möglich? Was macht sie dort? Sie war doch arm. Sie war Hausangestellte. Sie ist nicht mehr arm. Sie ist im Urlaub. Sie verbringt ihre Flitterwochen in Kanada. Sie ist sehr glücklich. Du hast einen riesigen Fehler gemacht. Du hättest Peter nicht verlassen sollen. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist glücklich in ihrem Leben? Oh mein Gott. Komm schon, Lisa. Warum bist du eifersüchtig auf sie? Ach was? Ich bin nicht eifersüchtig. Sie ist ein armes Mädchen. Ich bin das schönste Mädchen. Wir sollten jetzt gehen. Ich muss noch lernen. Lass mich die Rechnung bezahlen. Ich bezahle die Rechnung. Mach dir keine Sorgen. Ich zahle mit Karte. Es tut mir leid, Madame. Ihre Karte wurde abgelehnt.
Was? Das kann nicht sein. Können Sie es bitte noch einmal versuchen? Ich habe es überprüft. Haben Sie vielleicht eine andere Karte? Nein. Ich habe nur diese eine Karte. Lisa, das ist doch kein Problem. Ich übernehme die Rechnung. Danke, meine Freundin. Wow. Ich kann es kaum erwarten. Ich liebe diesen Skilift. Das wird meine erste Fahrt. Komm schon, Peter, lass es uns zusammen machen. Mama ruft an. Warte kurz, Sarah. Hallo, Mama. Wie geht's dir? Wir haben hier eine tolle Zeit. Ich will nicht mehr warten. Ich fahre allein mit dem Skilift. Ich habe so viel Spaß. Ich sollte hier ein Selfie machen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.